wow, okay, what? Alright, jetzt kommen wir zurück zu einem Einteiler. Ich könnte wahrscheinlich anhand der Musik hier schon, der Hintergrundsounds erkennen, von was das inspiriert ist. Ja, von Five Nights? Nein, natürlich nicht. Das ist, was soll ich sagen? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Horrorspiel hier, das hat 17 Reviews auf Steam. Das heißt, ja, as indie as it gets. Unbekannter werden wir wahrscheinlich nichts spielen, abgesehen von irgendwelchen komischen Deep Web Horror Games oder sowas. Aber ja, das Spiel ist seit circa einem Jahr draußen. Scheint ein bisschen inspiriert zu sein von I'm on Observation Duty. Aber die Reviews von dem Spiel meinen, es ist ein richtiges Horror-Meisterwerk. Und ich meine, ihr wisst ja schon, was wir damals mit I'm on Observation Duty gemacht haben. Da haben wir auch ein richtiges Gem, so einen richtigen Edelstein gefunden. Einen richtigen rohen Edelstein. Das hier scheint auch sehr, 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 sehr gut zu sein. Ich weiß nicht viel über das Gameplay, ich weiß nur, es ist so ein bisschen Memory-mäßig aufgebaut. Also wahrscheinlich eine ähnliche Form des Horrors, wie es halt I'm on Observation Duty schon probiert hat. Und ja, ich werde natürlich auch Teil 3 und 4 da auch noch spielen. Aber das hier habe ich schon lange auf meiner Steam-Liste. Ich bin gerade random durchgegangen und dachte mir, hey, hier, was kann ich denn hochladen, was jetzt nicht so super, super lang ist, nicht so super, super, was weiß ich, anspruchsvoll im Commentary her oder sowas, damit ich jetzt halt ein bisschen mich wieder hier langsam in den Flow begeben kann, habe ich das hier gefunden. Ich gehe aufs Profil, auf Steam, gucke, ja, okay, sieht nett aus, sieht sehr trashig aus, aber die Reviews meinen, großartig. Also, okay, what? What? Oh, fuck, no. Oh, fuck, no. Okay, Moment. Ich habe mich gerade extra gefragt, was soll das hier bedeuten? Mit den Illusions. Okay, kleine Anekdote. Ich habe vor einigen Monaten oder sowas, habe ich mal ein kurzes Video auf YouTube gesehen, wo es darum ging, dass es ein paar visuelle Illusionen und Effekte und sowas gibt, die für ein paar Stunden halt bleiben können, weil die bestimmt... Es ist schwer zu erklären. Ich habe jetzt auch leider nicht mehr den Kontext des Videos, aber es gibt anscheinend ein paar Illusionen, die sich ein bisschen in deinem Gehirn speichern können, wenn man die sieht. Wodurch dann vielleicht ein paar Farben für ein paar Tage und so leicht anders aussehen. Jetzt keine Angst, ihr werdet jetzt nicht jetzt komplett verrückt werden, weil ihr irgendwas seht oder sowas, aber es gibt anscheinend ein paar Illusionen, die benutzt werden können, die für kurze Zeit ein bisschen was im Gehirn umschreiben können. Und hier ist extra eine Warnung, dass das Spiel das beinhaltet. Das ist, okay, also dieses Spiel benutzt Optical Illusions, die kleine visuelle Effekte für Monate haben können. What the fuck? Okay, ich schätze, das ist ein Bluff, aber ja, komm. Ja, machen wir. Okay. Eigenes Risiko, der Entwickler ist nicht dafür verantwortlich für irgendwelche Schaden oder bla bla bla. Ja, natürlich. Okay. Gut. Ich schätze, ich spiel's. Ob ihr es sehen wollt, ist natürlich jetzt eine Frage. Und jetzt bin ich hier bisschen in der Lage, das hier zu lesen. Ja. Bitte antworte mit Nein. Bitte antworte mit Ja. Bitte antworte mit Nein. Kognitiver Test beginnt. Ist ein Schuh kleiner als ein Haus? Ja. Is Curious George's tail shorter than his finger? Ich schätze, es wird eine Katze sein. Okay, es ist Monokel des Monopoly Mans größer als ein Hut. Er hat keinen Hut. Deswegen so oder so. Nein, er hat keinen. Ja? Ist der Ozean rot? Nein. Okay. Boah, das hat diesen richtig guten Bonus von unbekanntem Spiel, was ein paar Leute kennen. Ist der Name Thomas Mandela? Nein. Bist du 13 Jahre alt? Nein. Bist in Wyoming geboren. Ich glaube, das ist halt der Hauptcharakter, aber nein. Das ist der Vorname deiner Mutter Angela? Nein. Okay, wir haben den Selbstidentifikationstest verkackt. Hallo Thomas.
Hier ist Dr. James. Ich rede gerade mit dir aus dem Krankenhaus. Wenn du das hier lesen kannst, hab keine Angst. Das scheint vielleicht alles ein bisschen seltsam zu wirken, aber du bist aktuell in einem Koma. Deine Gehirnwellen scheinen zu sagen, dass du gerade halluzinierst. Wir sind nicht genau sicher, was du hier gerade erlebst oder was du mitbekommst, aber es ist sehr wichtig, dass du meinen Instruktionen folgst, damit du wach werden kannst. Okay. Cool. Okay, es ist sehr gut möglich, dass du aktuell deine Identität verloren hast und nicht weißt, wer du bist. Um rauszukriegen, wer du genau bist, werden wir dein Gehirn stimulieren und Erinnerungen wieder herbringen, die du verloren hast. Okay. So wie es dir geht, kann es sein, dass du deine Erinnerung leicht verändern kannst. Du darfst dein Gehirn auf keinen Fall daran teilhaben lassen. Du darfst die Erinnerung nicht verändern. Wenn es zu seltsam wird, hast du diese Nachricht verstanden? Ich meine, nein? Erklär bitte mehr. What? Ja, okay, gut, dann habe ich es wohl verstanden. Tut mir leid. Was ich übrigens sagen muss, ist natürlich ein großartiger Horrorfaktor, diese Warnung am Anfang zu machen und dann diese ganze Zeit diese leichten Effekte hier im Hintergrund zu haben bei dem Text. Wodurch man natürlich permanent denkt, okay, hat das irgendeine Auswirkung auf irgendwas? Ist das in irgendeiner Form was Unangenehmes? Sollte mir das hier ein bisschen Angst machen, was passiert? Aber ich meine, im Endeffekt ist es wahrscheinlich einfach nur ein scheiß Texteffekt hier, der nichts zu bedeuten hat. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr, sehr gespannt, was gemeint ist mit diesen visuellen Effekten, die da im Intro erwähnt wurden. Aber na gut. Okay. Wir sind wieder da, wo wir eben fast waren. Ich muss mir gerade alles nochmal durchlesen. Ich habe alles genauso ausgewählt wie eben, damit wir nicht vielleicht eine andere Story bekommen oder so, als wir vielleicht am Anfang hätten bekommen, wenn ich auf Ja gedrückt hätte. Okay. Ja. Wir bekommen unsere Identität wieder. Unser Gehirn wird stimuliert. Ich freue mich. Okay, was genau ist passiert, wissen wir nicht. Wahrscheinlich irgendein Unfall, ne? Okay. Wegen der... Ja, okay. Unser Kopf wird versuchen, die Erinnerung zu verändern. Wir dürfen das aber nicht zulassen. Okay, wenn es so schlimm wird, können wir nicht mehr aufwachen. Nachricht verstanden? Ja. Gut. Es beginnt. 3, 2, 1. Schau dich um. Okay, Objekte werden sich verändern, wenn man nicht drauf schaut. Oh Gott, okay. Der Sound wird lauter, umso mehr Objekte sich verändert haben. Was? Frontboard has changed. Welches? Oh. Keine Objekte anklicken, die sich nicht verändert haben. I want you to take a good look at your surroundings. Pay very close attention to the things around you. Now, close your eyes. If you're indoors, do you remember what color the walls are? Do you remember where the lights are? If something in your surroundings were to change, like the texture of the ceiling or the position of items in front of you, would you notice? We like to believe that our memory and perception form true snapshots of the world around us. But upon closer inspection, we begin to see that they are just fragile fabrications constructed by our brains. On today's episode of the Natural Sciences podcast, we will explore the nature of our memories, perception and the brain. Okay. Ich merke schon, das muss man... Das sollten wir wieder mehrmals spielen lassen, ne? Okay. Memory is something that we rely on each and every day. On a basic level, we use it to locate our keys, okay, Entschuldigung. Passwords. However, on das war a nicht more da. Doch, das war, Entschuldigung. Memory plays a key role in our personal identity, beliefs and behavior. Without memory, ich weiß nicht, ob ich der Story im Hintergrund zuhören soll, oder... We've accomplished, the events we've experienced, or the people we love. 17th century British philosopher John Locke argued that personal identity, or the self, is founded on memory. That is to say that your memory is what defines you as an individual over time, not your physical body. Ich kann genauso wenig einschätzen wie die Tür. Okay. Wie bei einem Observation Duty. Was passiert, wenn ich was falsch mache oder so? Der Boden. Nein, nicht. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich zu oft was Falsches drücke. Psychologist at the University of Michigan about the nature of human memory.
So what is memory and why is it important? That's a good question. At a basic level, memory is just the way our mind stores and remembers information. However, such a basic definition would understate its importance. We need memories in order to get a basic grasp of the world around us. Memories tell us who we are, the things we've done, and our goals in life. It's difficult to properly convey its meaning to us as human beings. Das Hintergrundgelaber ist ziemlich cool gemacht, weil es so extrem ruhig ist. When Mr. Bolzan was 46 years old, he had accomplished a lot in his life. He attended Northern Illinois University on a full athletic scholarship and played football professionally for a few years after graduating. Okay. Wir machen es genau wie bei einem Observation Duty. Wahrscheinlich brauche ich mehrere Versuche pro Level. Irgendwann bin ich dann sehr gut drin und dann geht's. Aber okay. Weiße Wände. Alle Wände sind weiß. Grau, okay, gut. Ich glaube, ich habe es. Sind 4 von denen, ne? 4. Ja. Okay. Ja, es ist offensichtlich sehr inspiriert. Der Boden ist Holz. Der Stuhl ist schief. Ich glaube, ich kann keinen Tisch auswählen, oder? Doch, kann ich. On today's episode of the Natural Sciences podcast, we will explore the nature of our memories, perception and the brain. Ich finde die Message von diesen Games immer super cool. Das ist halt einfach die Erinnerung und das, was man denkt, wie die Umgebung ist, einfach immer so leicht veränderbar ist. Man bemerkt es einfach Memory nicht. is something that we rely on each and every day. On a basic level, we use it to help locate our keys and to remember computer passwords. Ja, es ist wie dieses großartige Overthinking, was Observation Duty schon hatte, ne? Wo ich jetzt, weil ich denke, okay, hat sich jetzt genau bei Sekunde 0 was verändert oder nicht? Jetzt hinterfrage ich alles, was ich hier sehe. Die beiden Türen sind gleich. Du hast dich identity or the self is founded on memory. That is to say that your memory is what defines you as an individual over time. Der Jumpscare ist natürlich ein bisschen billig gewesen eben, aber es geht ja auch nicht wirklich um den Jumpscare bei dem Kram hier. Our beliefs and identities, our memories themselves are highly error prone. To talk about this, we are interviewing Dr. psychologist at the University of Michigan, about the nature of human memory. Okay, die Wände sind alle noch gleich. Boden ist gleich. That's a good question. At a basic level, memory is just the way our mind stores and remembers information. However, such a basic definition would understate its importance. Okay, we need memories in order to get a basic grasp of the world around us. Memories tell us who we are, the things we've done, and our goals in life. It's difficult to properly convey its meaning to us as human beings. So instead, I'll explain it through the story of a man named Scott Bolzan. When Mr. Bolzan was 46 years old, he had accomplished a lot in his life. Es ist ein bisschen schwierig, dem Hintergrund zuzuhören. Aber ich glaube, ich habe die Message von dem Gelaber ja schon verstanden. Es geht darum, dass die Erinnerungen, die man hat, sich sehr schnell verändern können und sehr beeinflussbar sind. Was gut zu dem Spiel hier passt. Ne? Decke, oder? Nein, doch nicht. Boden. However, in December of 2010, he had a workplace accident and lost all of his memories leading up to that point. When he had awoken from the hospital, he didn't even recognize his wife of 25 years. In an interview with ABC News, Mr. Bolzan described the experience as just being lost because he lost who he was. Events such as his first date, his first kiss with his wife, his wedding day, the birth of his children, he had absolutely no recollection of and no emotional attachment to. He was unable to remember any of the important people in his life. His parents, wife, kids, friends, and relatives. He lost the know-how and ability to run his company. Ich finde es aber sehr cool, dass so eine kreative Idee wie Observation Duty halt wirklich ein paar andere Spiele inspiriert hat, was Ähnliches zu machen. Es ist halt auch ein gutes Genre für Leute, die halt nicht so viel Geld haben, was zu machen. Ne? Und ich finde, es ist anders genug, dass es hier beides geben kann. Irgendwas ist anders. Die Wand. Ich glaube, mir fehlt irgendeine Sache. Nein, okay. Da du. Okay, du. Mr. Bolzan's story is quite compelling. Die Wände verändern sich echt oft. Incredibly foundational to our own personal identity. Yet we are sometimes told that our memories can't be trusted, that they're unreliable. Is that? Ich weiß nicht, wie lange ich überleben muss. Yes, it's more true than most people think.
Research has shown us that memories aren't these static snapshots of the world around us. Instead, they're more like malleable stories about the past. I'll go over some well-known research in criminal psychology that demonstrates the fallibility of our memories. The first experiment we'll talk about was conducted by Professor Elizabeth Loftus and some of her colleagues at the University of Washington. Ich hatte noch eine Farbe. Setup was pretty simple. Researchers showed participants a video of a car crash. Participants were then asked one of two questions. The first was along the lines of approximately how fast were the cars going when they hit each other. The second was approximately how fast were the cars going when they smashed into each other. Despite the fact that participants saw the exact same okay, das ist ein völlig anderes Tempo als Observation Duty. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ist ein anderes Gefühl. Man hat weniger Zeit, über seine eigenen Gedanken hin nachzudenken und zu overthinken, ob sich was verändert hat. Und es ist mehr die Tür. Die auch. Es ändert sich wirklich sehr, sehr, sehr viel. Okay, die Wand. What we think is objective truth about what we have observed is actually what our brains reconstruct and create on the spot. Another series of studies looked at ways to take advantage of errors in this reconstruction of memory, otherwise known as confabulation. For example, these studies investigate memory implantation techniques that make participants believe they experienced events that never took place. In one such study from psychologists at the University of Bedfordshire, researchers were able to plant rich. Okay, jetzt wäre ich aber langsam gern fertig mit dem Level, weil ich glaube, jetzt habe ich mittlerweile fast alles gesehen. Okay, das wieder. Du. All of this implies that our memories aren't just fallible, they're exploitable. Our brains are capable of just making up stories boah, about das the ist past. so Fuck off, was? What? Okay, ich muss mir jetzt mal genau merken, wie das hier aussieht. Ja, hast du ein anderer Stuhl. Scheiße, das ist wirklich ein anderer Stuhl. Ja, I got it. Okay, das hier weiß ich jetzt. Do you remember what color the walls are? Do you remember where the lights are? Hey, skippen? If something in your surroundings were to change, like the texture of the ceiling or items in front of you, would you notice? Tough. We like to believe that our memory and perception form Kann ich irgendwas an den true Tischen snapshots of the ändern world. lassen? Nee, ne? Ich glaube, die Tische sind gar nicht We möglich. begin to see that they are just fragile fabrications constructed by our brains. On today's episode of the Natural Sciences podcast, we will Was explore passiert, wenn ich was Falsches andrücke? Ändert sich was anderes in dem Moment? Das würde ich gerne wissen. the brain. Oder ist das Falsches drücken völlig egal? Ne, ich würde nicht völlig egal sein. Decke, okay. Aber ich würde gerne wissen, was genau dann passiert. Okay, das ist das richtige Radio. Merke ich mir. Richtige Radio. Don't fuck it up. Du. However, on a more fundamental level, memory plays a key role in our personal identity, Okay, du bist weiß. behavior. Without memory, we wouldn't have any real connection to the things we've Nein. accomplished, Du, events okay. we've experienced, or the people we love. 17th century British philosopher John Locke argued that personal identity or the self is founded on memory. That is to say that your Ich finde schade, dass der Jumpscare so ein bisschen... defines you as an individual over time, not your Ja, physical also ich finde, der body. Jumpscare macht ein bisschen die Atmosphäre kaputt tatsächlich. Ich finde es besser, wenn man einfach nur wie in Observation Duty sterben würde und nicht genau weiß, was passiert ist. Ich finde klar, wir sind im Koma, bla bla. To talk about this, we are Ich glaube, es hätte mir ein bisschen Dr. Agatha cooler angehen können. Was habe ich denn jetzt für psychologist Du? at the University of Michigan about the nature of human memory. So, what is memory? Es ist ein bisschen schwer, die Farben der Wand zu erkennen, weil das, was man highlightet, wird immer ein bisschen heller. At a basic level, memory is just the way our mind stores and remembers information. However, such a basic definition would understate its importance. We need memories in order to get a basic grasp of the world around us. Memories tell us who we are, the things we've done, and our goals in life. It's difficult to properly convey its meaning to us as human beings. So instead, I'll explain it through the story of a man named Scott Bolzan. When Mr. Bolzan was 46 years old, he had accomplished a lot in his life. He attended Northern Illinois University on full athletic scholarship and played football professionally for a few years after graduating, even briefly playing for the New England Patriots. Okay. After an injury that ended his football career, he then became an entrepreneur. He owned and operated a financial ändern sich die Sachen, wenn ich weggucke? Also kann ich provozieren? Oh, ich dachte, du wärst grün. Fuck, mein Bad. During this time, he also met and married his wife and raised his two children.
However, in December of 2010, he had a workplace accident and lost all of his memories leading up to that Okay, du. When he had awoken from the hospital, he didn't even recognize his wife of 25 years. Hilf ihm ein In bisschen an besser interview zielen with können. ABC News, Mr. Bolzan described the Okay, die Wand ist experience hier falsch, as die just auch. being lost because he lost who he was. Events such as his Die Dinger first verschwinden date, gar his nicht, first ne? kiss Nee. with his wife, his wedding day, the birth of his Richtig, children, richtig, he had richtig, absolutely no recollection of and no emotional attachment to. Die Sachen He was werden echt unable aggressiv to schnell remember gegen any Ende of des the Levels, important glaube ich. people in his life, his parents, wife, kids, friends, and relatives. He lost the know-how and ability to run his company. He's quoted as saying, "Because I have no concept of who I am as a person, I don't know what my Das, die dreams, ist doch my grün, aspirations, nicht? what my goals." Ja, Moment. Okay, ich dreh durch. Imagine this happening to you. Yeah, If what? you lost your memories, you would lose everything that makes you Geboten? The things that you've accomplished, the relationships you've built, the knowledge that you've acquired, the formative events that shaped who you are. Okay, die. When we think about what it's like to live without our memories, its importance in our lives becomes much more clear. Tür. Mr. Bolzan's story is quite compelling. It seems as though memory is incredibly foundational to our own die sind beide personal richtig. identity. Mein Yet we are Tisch. sometimes told that Was? our memories can't be trusted, that they're Fuck, okay, das wusste ich nicht. Is that Mein eigener Tisch. Yes, it's Cool. more true than most people think. Research has shown us that memories aren't these static snapshots of the world Decke. around us. Instead, they're more like malleable stories about the past. I'll go over some well-known research in criminal psychology that demonstrates the Wand, noch eine fallibility of Wand. our memories. Die Wände The sind first teilweise echt ein bisschen experiment fies. I'll talk about was conducted by Professor Aber Elizabeth Loftus wird man sich and dran some of her gewöhnen können. colleagues Schätze at ich, the mein Tisch University wieder? of Mein Tisch ist in Washington. Ordnung. The setup was pretty simple. Researchers showed participants a video of a car crash. Participants were then asked one of two questions. What? The first was along Decke? the lines Decke? of approximately how fast were the cars going when they hit each other. Mein Tisch The ist in second was Ordnung. approximately how fast were the cars going when they smashed into each other. Okay, ich glaube, ich darf keine Despite Sache the zu fact lange. that Ich bin mir nicht nur participants sicher, saw the woran man exact stirbt. same video, the Aber das ist gut. participants Ich that will were nicht asked the exakt second verstehen, wie alles question funktioniert. claimed that the cars were traveling significantly faster Okay, ist hier than alles the in Ordnung? participants who were asked the Ja. first question. A follow-up Tisch. study Okay. showed that when asked a few weeks later whether there was broken glass at the scene, the Okay, die participants Wand, who were asked die the Wand. second question were far more Du. likely to say that there was than those who were asked the first Du. question. There was no broken Die Decke glass ist in the richtig. video. This study shows that memory is highly suggestible. Ja, What we ja, think is du. objective truth about what we have observed is actually what our brains reconstruct and create on the spot. Decke? Ich will Decke. A Fuck. series of studies looked at ways Zu to dumm. take advantage of errors einmal daneben in gedrückt. reconstruction of memory, otherwise Wand, known as Wand. confabulation. For example, these studies investigate memory implantation. Ich glaube, wenn ich eine falsche Sache drücke, spawnt in dem Moment woanders eine Sache, die ich wirklich dann richtig machen muss. Ich glaube, das ist meine Bestrafung, für was Falsches zu drücken. Was man teilweise, glaube ich, sogar dann nutzen kann. Wenn man sich unsicher ist. Ich glaube, das ist manchmal gar nicht so doof. Ich glaube, manchmal kann man es riskieren, was Falsches zu drücken, wenn man danach schnell alle anderen Sachen checkt. All of this implies that our memories aren't just fallible, they're exploitable. Du. Our brains are capable of just making up stories about the past and convincing Okay, us du. that they're true. So, we've established that memory is fundamental to our experience Hab ich's gleich? and identity. Ich weiß nicht, We've wie lange ich da also durchhalten muss. established that memory is highly error-prone and flawed. How do we reconcile these 2 points? How do we know what parts of ourselves are real and what parts aren't? Ultimately, we can't know. Our understanding of ourselves and of the world is fundamentally flawed. ist wirklich In criminal ziemlich lang. psychology, there is a well-known case of a woman we call Jane Doe. Initially, her case was used as well-documented proof of repressed memories. In 1984, when Jane was 6 years old, she was interviewed about sexual abuse allegedly committed by her mother. The evidence included Okay, ich habe marks das on jetzt her extra hands and deswegen feet verändert. resulted from her mother burning them Ja. on the stove. 11 years Ja. later, though, it seemed as though Ja. she had completely forgotten about the incident. Upon viewing the Ja. tapes, she vividly remembered the incidents and believed that her mother had abused her. Most experts to this day don't believe that she was lying. Ja. 8 years after that, the report was brought into question. New evidence emerged against Jane Doe's claims. The marks on Jane's hands and feet seemed to actually be the result of a skin infection. Investigators also found 2 pieces of evidence which called the story into question. The first was a report from a clinical psychologist at the time which suggested that the story was confabulated. The second involved documents from a Child Protective Services investigation in which Jane's mother was not found to have committed any such abuse. Ups. Furthermore, they found evidence Die that Wand. Jane's father, who was in a heated custody battle with her mother, was abusive towards her brother. Today, most experts agree that the abuse likely did not happen and that Jane's false memories came from her father's suggestions when she was young.
The consequences of this had huge effects on Jane's life. To this day, she's unsure of what is true and what isn't. If our core memories that shape our identity and relationships with others can just be incorrect, what does this say about us? Could we just be an entirely different person than we believe? Jane Doe is Okay, das Prinzip ist wirklich cool, aber es geht jetzt schon ein bisschen zu lang, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Es verliert jetzt ein bisschen an Tempo, weil es einfach zu lange in dem gleichen Raum ist. Ich find's echt cool, aber lass mich jetzt mal fertig machen, ja. Breaking news coming out of Torrid County, Wyoming. Police are looking for a missing 12-year-old child named Timothy McCullough, who authorities believe is in danger. He's 5 feet tall, with short brown hair and blue eyes. He was last seen wearing a blue t-shirt and gray shorts. Torrid County police say that he may have been with his estranged father, 37-year-old John McCullough, who has recently escaped from prison. Kann ich jetzt noch sterben? Sir, please call 911. Okay, so we did it. Establishing connection. Okay, hello Thomas. Das ist Dr. James Mass again. Okay, wir werden kurz ein Interview machen, um sicherzugehen, dass alles funktioniert. Wir werden ein paar Fragen stellen. Okay, und fragen dich, woran du dich erinnern kannst, um die mit Augenzeugen zu vergleichen. Okay. Die Fragen, die uns gestellt werden, werden auch helfen in irgendeinem Kriminalfall bezüglich irgendeinem James oder so. Ich habe den Namen gerade nicht ganz gelesen, aber werden dann auch in einem Gerichtsfall vorkommen, was vielleicht nicht die beste Idee ist, eine Person in einem Koma hier zu interviewen mit irgendwelchen Gehirnwellen, aber macht ruhig, wie ihr meint. Okay, warst du in der Lage, eine Erinnerung zu sehen? Ja. In dieser Erinnerung schien es dir so, als ob du in einem Asylum gewesen wärst. Nein, es war eher in einem Klassenzimmer. Ziemlich sicher ein Klassenzimmer. Warst du in einem Klassenzimmer? Ja. War Mrs. Skinner da? Nein. Okay, hast du ein Radio gehört? Ja. Jeffrey McCullough ist 37 Jahre alt, weiß und hat blaue Augen. Okay, er ist groß, er wiegt so und so viel und er hat keine Haare. Bist du diesem Mann begegnet während dieser Szene? Nein. Gut. Okay, ich schätze, der Typ hat uns was angetan, deswegen sind wir im Koma und wir sollen immer und immer tiefer in unsere Erinnerungen reingehen, bis wir uns irgendwann an genug erinnern können, um den zu identifizieren oder so. Ich schätze, das ist halt... Yes, perception is really a funny thing. Sake. I think most people take for granted the idea that what we consciously perceive is actually an accurate snapshot of reality. Most people seem to think that our perception is just a window into the world around us. Okay, das hat eine andere Farbe, das merke ich mir. Das sieht von Grund auf einfach anders aus. Decke ist grünlich-grau. Oh, scheiße, keine Chance beim ersten zu schaffen. Everything that our brain receives as input, right? If you did, you'd be able to see the blood vessels inside your eyes, and you would always feel your heart beating. But we don't. Our brain selectively attends to certain aspects of our perception. Sure, but it's still a form of reality. Perhaps just a snippet of it, right? Was war das? That doesn't seem to be the case either. I think one of the most clear ways to show that is through illusions. Illusions show us how the brain alters our reality. Okay, das, kein Topf. Since this is a radio show, I can't really show any optical illusions to your listeners. Instead, I'll be demonstrating an auditory one. I want you to listen to the following clip, and I want you to tell me if you understand any of it. Okay, I didn't Bett. understand a word. Das nicht, okay. It just sounds like static noise to me. Here, let me play it again. Leiche? Säge? Klo? Ne, Klo ist richtig. Sorry, Stuhl. Still nothing. Now I'm going to play another clip. Die Wand, okay. The juice of lemons makes fine punch. You understand that one, right? Yeah, it says the juice of lemons makes fine punch. Okay, Yes. now I'm going to play back the original clip, and I want you to tell me if you understand what it says now. Ich will zuhören, was sie sagen, ist interessant. Okay. Here, let me play it again.
it's saying the same thing. Exactly. I played you the same exact clip that you heard the first time. The sensory inputs to your brain were identical. Yet, after hearing the unaltered version of the audio, you could understand the garbled one. This shows us that your brain is actually filling in pieces of your reality. You're not directly experiencing. Es ist sehr komisch, weil ich will halt nicht die ganze Zeit zwischenlabern, während im Hintergrund was geredet wird, was eigentlich ziemlich interessant ist. Ist das richtig? Of those inputs. In other words, your brain is creating or hallucinating your conscious perception. Okay, du. Das nicht. Moreover, you can't really unhear the words when I play the clip now. You have no control over this hallucination. Boden ist richtig, okay. When you say hallucinations, that seems to be more related to Stuhl? Stuhl, nee. Teppich auch nicht? Okay, ich sollte nicht so viel auf einmal drücken. Aber so lerne ich zumindest ein bisschen. Okay, du. Die Wand. No. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob das hier irgendwas auslöst oder ob es einfach nur gezeigt wird, wenn man weiß, dass man Angst davor hat. Dass es irgendwas auslösen könnte, diese Illusion da. Ich glaube, es bewirkt absolut gar nichts. Ich glaube, man soll nur Angst haben, dass irgendwas passieren könnte. Du wieder? Okay, du? Okay, das ist richtig. Ich muss ab und zu ein paar Sachen einfach mal doppelt probieren, einfach um sicher zu gehen, dass sich nichts verändert hat. Du bist okay. Boden, die Wand. Okay, das ist richtig. Du bist auch richtig. Leiche weg. Du weg. Die Wand. What I really mean by hallucination is that our perception is more constructed by our brain than it is a direct product Das war richtig. of Okay, our okay. senses. Die Wand. All of this research points to the fact that we don't live in the world. Fies. We live in our heads. Das ist okay. Ich hab jetzt falsch gedrückt. Okay, du. Perceive is constructed by our brain. Stuhl. It's not necessarily representative of Die Wand. what is Das out hier. there. Offensichtlich, das ist zum Glück immer sehr leicht zu erkennen. Du. Okay, nee. Leiche sollte vielleicht weg. We don't just passively receive the world, we actively generate it. The world we experience comes as much, if not more, from the inside out as from the outside in. We are all hallucinating all the time. When we agree on hallucinations, we call that reality. That's a good quote. Maybe we should be interviewing him instead. So our perception of the outside world isn't actually real. We can't fully trust it, as shown by illusions, as you've shown. Does that mean everything we see could just be sensations that our brain is making up? Yeah, exactly. And there's a very clear precedent for that. Dreaming. While in a dream, most of us aren't aware of the fact that we're dreaming. We're perceiving sensations that our brains are just creating on the fly. And we simply accept that it is reality. Even if it's completely nonsensical and incoherent. Dreams show us how our brains can fool our conscious minds. But how is that possible? It seems strange to suggest that our brains can render entire scenes in our heads. That's the thing. It doesn't have to be. Ich will nur einen Teppich protesten, ich habe es ewig nicht mehr gedrückt. Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige war. Okay, 2 hier. Okay, Totenkopf, das ist falsch, das ist auch falsch. Here's a simple way to demonstrate this. Close your eyes. Okay. You walked into my office and sat down in that chair just a few minutes ago, correct? Wenn du den Stuhl vergesse ich. Okay, da muss er stehen. Nein, fuck. I think it was. Okay, jetzt And is the floor carpeted or hard? I'm pretty sure it was. Nein, das war richtig. Good. Okay. Das ist auch What richtig. color Fuck. is the carpet? And did the carpet have any sort of pattern on it? I have absolutely no idea. Yep. Okay. Yep. You can open your eyes now. Stuhl. Okay. So the floor is carpeted, but my chair is actually blue, and the carpet has a checkerboard pattern that is slightly. Da habe ich nicht drauf geachtet. Yeah. Getting 1 out of 4 questions correct isn't bad, but isn't it strange? You walked in the room and saw the floor, but didn't really notice its pattern or color. You sat in the chair and also didn't notice the color. Ich finde es sehr cool, dass hier im Hintergrund quasi erklärt wird, warum sowas hier so schwer ist.
Would you have noticed? What about the color of my desk or the items on it or their positions? Du. Probably Okay. not. Here's another example for the listeners. Ich glaube, das ist nur dafür da, damit man ab und zu einfach die Orientierung verliert und sich Google Logo. mehrere Sachen auf einmal verfolgt. Oh, das war ein bisschen fies. Oh, das war ein bisschen Bullshit. Ich habe ja ein paar Sachen gesehen und wollte die andrücken, aber das habe ich nicht gelassen. Weil halt das Skip mittendrin war. Okay, die Level sind leider echt ein bisschen zu lang. Die Level sind ein bisschen zu lang. Aber ich will trotzdem sehen, wie es weitergeht. Also eins soll das Spiel wirklich genauso gut macht wie Observation Duties, diese Paranoia der eigenen Wahrnehmung. Was aber auch cool gemacht ist, dass halt wirklich die Thematik des Spiels und die Gespräche im Hintergrund exakt damit zu tun haben. Ne? Man befasst sich halt damit, während man hier das quasi ein bisschen unterbewusst spielt. Ups, ist das richtig? Ich habe mir übrigens jetzt gemerkt, ich bin für Danger, Security, Emergency. Oder? Ne, okay, anderes Danger. Okay, nevermind. Das ist fies. Kann ich bitte was sehen? Du weg, du weg. Du. Das ist richtig. Fuck. Okay, richtig. Band. Der richtige Stuhl, meine ich. That's a good quote. Maybe we should be interviewing him. Decke, nee, da So Blut. our perception of the outside world isn't Du. actually real. We can't fully trust it, as shown by Okay. illusions. Okay, Hazard, Does that mean Security, everything Emergency. we perceive could just be sensations Got it. that our brain is Die making Wand. up? Yeah, exactly. And there's a very clear precedent for that. Oh, okay. Dreaming. Du, While in du, a dream, most of us aren't aware of the fact that we're dreaming. Boden. We're perceiving sensations that glaube, our ich bin ganz gut brains are dabei. just creating on the fly. Ja, mach bitte. And we simply accept Du. that it is reality, Security, even if it's Emergency. completely nonsensical and incoherent. Decke. Dreams Nee, show du. us how our brains can Das. fool our conscious minds. Das ist richtig scheiße. How is that possible? It seems strange to suggest that our brains can render entire scenes in our heads. Du. That's the thing. It doesn't have to be. Zack. Our brains have what's called selective attention. That means we hardly notice things that we're not focusing on. Du bist falsch, du bist Here's falsch. a simple way to Oh, es illustrate ist this. hart. Close your eyes. Vor allem, weil es so extrem lang You ist. walked into my office and sat down in that chair. Aber nur ein Raum auf einmal ist halt ein bisschen Yeah. fairer oder So, leichter von what Anfang an color is the hinzubekommen. chair you're currently sitting in? I think it was black. So. And is the floor Ja, im Vergleich carpeted zu, or hard? zu Dings natürlich, ne? Observation Duty. Wo sich jedes Mal ein ganzes Haus merken Good. muss. Okay, what color is the carpet? My bad. Grey. Du. And did the carpet have any sort of pattern on it? Du bist richtig. I have absolutely no idea. Okay, Toilette. Du. Okay. Du bist You falsch. can open your eyes Du bist now. falsch. Du bist auch falsch. Du. Fuck, es ist viel auf einmal. So the floor is carpeted, but my chair is actually blue, and the carpet has a checkerboard pattern that is slightly green. Yeah. Getting 1 out of 4 questions correct isn't bad, but isn't it strange? You walked in the room and Ja, das saw war the richtig. floor, Scheiße. but didn't really bist falsch. notice its pattern or color. You sat in the chair and also didn't Blut. notice the color. Blut. If I changed Blut the sollte auf jeden color Fall of your weg. chair or your carpet falsch. when your eyes were Du closed, bist auch falsch. would you Du have bist falsch. noticed? Klo. What about the Okay. color of my desk or the items on it? Also Sachen wie Klo oder wie genau ein Gegenstand aussieht, ist teilweise echt schwer Here's zu another merken. example for the listeners at home. You've probably seen the falsch. Google logo bist countless falsch. times. Can you tell me what color the letter E is in the logo? And what about the color of the Die second Wand G? ist falsch. Blut. If they were to swap colors one day. Okay, jetzt bin ich langsam wieder am Punkt, wo ich gerne Well, I have seen the das logo Level many fertig times, haben würde. but I can't seem to recall the answer to those questions. Du. I probably wouldn't notice if they swapped. Du. Exactly. And that's how your Das- brain das- gets away with it. It doesn't have to render your entire world Okay. inside your head. Nein. It just needs to hallucinate Schlechtes the Timing. tiny sliver you actually pay attention to. Everything else around you could be constantly changing and you wouldn't even notice. Yep. So then how do we Das trifft's ganz gut, das know Spiel. we're actually experiencing reality? How do Alles we könnte sich know permanent we're verändern. dreaming? Du bist falsch. Well, for one, it's impossible to truly know whether what you are perceiving is actually richtig. reality. For example, you could just be a brain in a jar that's being fed neural inputs.
And if the inputs I'm feeding your neurons are the same as what they'd be receiving in a real Leiche world, weg. it would be impossible for you to war tell richtig the scheiße. difference, Die Wand. like in the film, The Matrix. I guess there's nothing we can do about that, Take her. but what about dreaming? There is something drücken. called lucid dreaming, in which people try to be aware while they are dreaming. It generally involves zack. closely inspecting Zack, reality. Zack. For example, lucid dreamers say that in a dream, Okay, they're Klo ist able to offen. pinch their nose Klo but ist still offen. breathe Fuck. through it, Du. or that they're unable bist- to ja, okay, closely security. inspect themselves in a mirror. Fuck. However, Wand. recent research has shown that this is only possible under certain conditions. I'm not going to dive into the details here. Das ist echt viel auf einmal, ne? Phases Das of ist ein sleep, Tempo, and was das hier during vorlegt. phases you experience Das gefällt mir. different types of dreams. Das ist ja wirklich stressig. Some dreams Du. are almost completely indistinguishable from reality, although we tend to forget them when we wake. Okay. And breaking news coming out of Torrey County, Wyoming. Along with the previously mentioned 12-year-old Timothy McCullough, police are now also looking for a 13-year-old child named Thomas Mandela, Das sind wir. last seen at Torrey County Middle School. Authorities believe that the cases are related and that 37-year-old John McCullough may be behind both abductions. Okay. Both children are believed to be in danger. If you have any information, please call 911. Now back to your regularly Okay, ich und ein anderes Kind wurden also entführt. Wahrscheinlich haben wir irgendwelche There's Sachen a von dem story bekommen, from ne? the 3rd century BC Chinese philosopher Zhuang Zhao that illustrates the nature of dreams and realities. Okay, ich dachte kurz, ich habe schon fast geschafft, deswegen bin ich kurz Flitting around in the sky. meine Konzentration Then I awoke. nachgelassen, okay? Du? Now I wonder, am I a man who dreamt of a butterfly? Or Okay, am I a okay, butterfly okay. dreaming that I am a man? Goddammit. Sehr, 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 sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Okay, hallo Thomas. Wir haben ein paar Abnormalitäten in deinem Gehirn mitbekommen. Wir untersuchen gerade, woher das kommt. Okay, bleib auf jeden Fall geduldig. Wir werden erstmal das Interview weitermachen. In der letzten Erinnerung, warst du immer noch im Klassenzimmer? Nein. Könntest du in einem alten Asylum sein? Ja, vielleicht. Irgendeine Irrenanstalt. Warst du in einem Bett? Ich glaube ja. Könntest du ein Radio hören? Ja. Timothy McCullough ist ein 12-jähriger weißer Junge mit kurzen braunen Haaren und blauen Augen. Er hatte ein blaues T-Shirt an. Hast du ihn gesehen oder gehört? Ich glaube nicht. Ich habe am Ende irgendein Weinen gehört. Hast du seinen Vater Jeffrey gesehen? Er ist 37 Jahre alt, bla bla bla. Nein, niemanden gesehen. Okay, wir werden weitermachen. Sobald dein Gehirn uns zeigt, dass du ready bist. Ich schaue mal kurz nach, wie viele Level es gibt. Und je nachdem machen wir jetzt vielleicht weiter oder einen Cut. Wenn es irgendwie 5 Level oder so gibt, dann würde ich gerne einen Cut machen. Wenn es 3 Level gibt, machen wir es letztes auch noch schnell. Aber mal sehen. Ach du Scheiße, ey. Großartiges Spiel. Okay. Okay, ich bemerke gerade auf jeden Fall, dass der Effekt funktioniert. Das ist ein bisschen unheimlich. Ich habe nämlich gerade extra mal gegoogelt, was genau der Effekt verursacht. Ihr seht ja im Hintergrund diese komischen Balken. Die Balken, die halt, ja, die horizontalen Balken haben jetzt einen leichten Grünton und die anderen einen leichten Pinkton. Also das Weiß hat sich ein bisschen verändert. Das ist alles, was der Effekt im Endeffekt macht. Deswegen ist es nicht sonderlich schlimm, wenn man das halt vielleicht auf lange Zeit hat, weil ich meine, wie oft sieht man halt dieses Muster irgendwo? Hier ist natürlich die Frage, ob das Spiel einfach auch ein bisschen das Weiße im Hintergrund verändert hat, weil es natürlich genau weiß, dass es der Effekt ist, den es bewirken will. Aber ich glaube, es funktioniert tatsächlich, weil ich habe gegoogelt, was es ist der McCullough-Effekt oder sowas und der scheint wirklich, ist bestätigt, es funktioniert einfach. Wenn du grün-schwarze Balken in einer bestimmten Form immer mal wieder siehst und danach rote Balken in einer anderen Form, verändert das deine Wahrnehmung, wenn du ein Bild wie das hier irgendwann siehst. Also diese schwarz-weißen, geriffelten Bars halt, in verschiedenen Anordnungen, dann siehst du das Weiß als eine andere Farbe. Und das funktioniert gerade schon ein bisschen. Noch nicht extrem, wenn ich genau darauf achte, sehe ich auch, ja okay, es ist nur weiß, aber wenn ich zum Beispiel genau in die Mitte gucke, von dem Bild, ist oben links und unten rechts bei mir ein bisschen
ein bisschen grünlich und unten links und oben rechts ist ein bisschen pink. Nicht extrem, aber halt, ich sehe, dass da ein bisschen Farbe ist. Das ist ein ziemlich cooler Effekt. Aber ich glaube, das ist halt der Effekt, der hier verursacht wird. Ich konnte leider nichts finden, wie viele Level es geben soll. Das einzige Video, was ich gesehen habe, wo jemand das Spiel wirklich weitergespielt hat, war bis zu Level 3 und der hat bei Level 3 aufgegeben. Das heißt, ich weiß nicht mal, ob es ein Level 4 gibt. Ich schätze mal, es wird 5 oder so geben. Das heißt, wir machen hier jetzt erstmal eine Pause. Aber es ist ein sehr cooles Game. Es kommt nicht ganz an den Horrorfaktor von Observation Duty ran, aber dafür finde ich, ist die Thematik sehr, sehr, sehr cool gemacht, weil dem Spiel halt offensichtlich sehr bewusst ist, dass der Horrorfaktor halt daher kommt, dass die eigenen Erinnerungen und die eigene Wahrnehmung natürlich nicht so perfekt funktioniert, wie man es natürlich immer gerne hätte und das sehr viel einfach mit der Relativität zu tun hat, halt von den Sachen, die man sieht. Benutzt es diese Thematik gut mit den Radioshows und sowas und mit dieser optischen Illusion noch dazu hier. Und es fickt halt ganz mit deiner Wahrnehmung, mit deinen eigenen Vorstellungen von den Sachen, die du hier sehen könntest. Das macht es nicht unbedingt gruselig, aber es macht es ziemlich interessant. Ich bin gespannt, wie es noch wird. Und es hat natürlich ein sehr, sehr hartes Tempo hier vorgelegt. Ich meine, eins zu mal merken ist jetzt nicht super schwer, aber das Tempo, in dem sich die Sachen ändern, sorgt schon dafür, dass man nicht so viel falsch machen darf, sonst kriegt man einmal einen von diesen optischen Effekten da rein, dann sieht man für ein paar Sekunden nichts und dann stirbt man halt. Nicht so cool. Okay, gut. Das ist Please Wake Up. Wir machen hier definitiv einen zweiten Part von. Ich weiß nicht, ob ich den zweiten Part durchspielen werde. Je nachdem, wie schwer es wird, kann sein, dass wir noch einen dritten Part machen müssen, aber wir gucken auf jeden Fall mal. Ich finde das hier ein sehr interessantes Spiel. Lasst einen Daumen nach oben, damit es auch interessant findet, würde ich sagen. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye, bye.